Hallo, liebe Leute. Willkommen zurück im alten London. Der 90er Jahre. Und der 20er Jahre. Und wir sind jetzt im Kapitel 4, im Fieberwahn der großen Jagd angekommen und müssen hier jetzt das Rätsel lösen. Begib dich zu Lady Ashburys Anwesen. Da werden wir nämlich uns gleich auf den Weg durchmachen. Und ich hoffe, ihr habt Bock und habt überall gesehen, dass ich jetzt am Livestream bin. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr alle am Start seid. So. So, dann wollen wir doch gleich starten. Warten wir noch kurz, bis ein paar Leute am Stille sind. Am Stille, voll furchtbar. Darf ich nicht mehr sagen. So Leute, da sind wir in alter Manier. Hi. So, wir müssen erstmal wieder reinkommen. Der hat Kopfschmerzen. Clay könnte ich eigentlich auch töten. Er hat eine Migräne. Muss ja irgendwie zu dem Anwesen. Wir gucken mal kurz auf der Karte, wo ist denn das Anwesen? Okay, also das können wir da hinten einfach über die gehen. Okay, wir versuchen heute mal ein bisschen Vampyr zu zocken. Ich weiß nicht, wie weit wir kommen. Ich glaube, das Spiel hat 7 bis 8 Kapitel oder 9 sogar. Und das Spiel wird immer schwieriger. Von Kapitel zu Kapitel werden hier immer krassere Leute rumziehen. Oh. Der mit seinem Scheiß. Alter. Wir sind schon ordentlich schwerer geworden. Dieser Blutspeer ist geil. Und R1 ist geil. R1 müssen wir auf jeden Fall besser machen, diesen Schlag. Boah, es sind hier viele. Ja, schön Punkte sammeln. Ja, rechts oben steht immer, wie viele Punkte ich kriege, da wo mein Facecam ist, deswegen sieht man jetzt relativ schlecht. Wir versuchen mal die Stimmung ein bisschen hier. Bisschen dunkler. Oh, vielleicht gucken wir so. Noch besser.
Und Feuer. Bam. Ich bin jetzt kaum weitergekommen. Ja, so muss ich doch. Schade, dass ich nicht im Wasser schubsen kann. Er kann auch schießen. Guck mal. Und dann kann er überspringen und den machen. Bams, Alter, weg sind sie. Dann gibt dich zu Ashburys Haus. Ja, ich versuche ja da schon seit Tagen hinzukommen. Ist ja einfach, wenn hier alle 2 Meter irgendwelche Gegner sind. Oh, was? Mein Meister. You must prepare, child, for the earth is bleeding and the harvest is upon us. Stay away, whoever you are. This is no time for petty quarrels, my champion. Can you not hear? The famished queen has awoken. Okay. Ich würde sagen, ich bin nicht dein Streiter. I am not your champion. But of course you are, son. As surely as you are the blood of my blood. Ich glaube auch, dass ich, Mary. I have no je weniger Leute ich töte, umso öfters muss ich mit meinem Wissen kämpfen. Deswegen, wir müssen mehr Leute töten. Ich wollte eigentlich gar keinen töten, aber das ist fast unmöglich. Gar keinen zu töten the land calls ist der Hardcore-Modus. all and everyone needs you. Du hast ja gar keine Fähigkeit, wenn du dich nicht ablevelt so und gar keinen tötet. I'm tired of all these puppet shows. Wir können ja auch mal gucken, wie viele Leute wir schon insgesamt jetzt getötet haben. Kritisch? Die Dogs? Warum kritisch? Bei den Dogs müssen wir unbedingt was machen. Guck mal hier, dieses Krankenhaus, Leute. Ja? Bei dem Krankenhaus habe ich gar keinen angehört. Klaus. Ja, ich habe nur die Leute geheilt, Mann. Muss ich mal reinziehen. Ja, dann muss ich auch noch alle heilen. Dann muss ich noch die ganzen Zusatzinformationen über die rausfinden. Dann, guck mal, wenn ich sie jetzt hier schon töten würde, würde 3300 EP bringen. Ja, und bei dem letzten Geheimnis wäre ich wahrscheinlich bei 4000. Ist ordentlich. Ja, hier habe ich ein bisschen zugeschlagen. Hier habe ich den getötet. Habe ich noch ihn getötet bis jetzt? Ich habe bis jetzt nur den getötet. Den und, also die beiden wollte ich auch noch töten, aber da war ich noch nicht alt rausgefunden. Krass ausgesaugt. Nur ihn getötet bis jetzt. Deswegen ist das Spiel noch so schwer. Krass. Gut, machen wir weiter.
Annulliert, der Fixer. Müssen wir Leute irgendwie töten. Hier müssen wir lang. What? They want war. I'll show them war. Whatever this poor woman did, nobody deserves this kind of punishment. Oder das wird noch richtig abhängen. Das wird noch richtig abhängen. Ich muss der Stärkste werden. Ich muss jetzt auch gegen meine Vampire kämpfen, das klingt ein bisschen kacke. Ich dachte, ich habe jetzt ein paar Mitstreiter, jetzt muss ich alle ficken. Ne? Sie sehen noch, dass ich ein Vampir bin. Hey, kann ich mich nicht heilen so? Ich brauche mein Leben unbedingt, Alter. Fuck, ein bisschen absurd. Jetzt sind wir aber endlich da. So this is where she lives. What a splendid house. Betreten wir noch mal eine Tüte Anwesenshaus. Ich habe ja alles abgedunkelt, Alter. Das hat immer so, ey. Voll gut. Extra für Stimme gesorgt, Leute. Und ich freue mich endlich, jetzt weiter mit Vampire. Mir war ja sonst immer so spät dunkel. Erst, dass ich nicht so richtig Lust hatte, und dann haben wir meistens Rainbow gezockt, oder ich war zu spät von der Arbeit erst wieder zu Hause, dass ich keinen Bock hatte zu leisten. Was eigentlich selten der Fall ist, aber bei der Hitze kann man es ja, glaube ich, nachvollziehen manchmal. Deswegen kamen ja auch mehr Videos raus, aber wir konzentrieren uns jetzt mal auf Vampire. Vampire wollten wir nicht immer durchzocken, wir müssten jetzt eigentlich fast Dr. Reed, durch sein. how are you? As good as one can be, considering the circumstances. Yes. Death and affliction seem prevailing themes of late. Please, come in. We have much to discuss. Und sie ist ja auch ein Vampir. Und sie arbeitet ja auch im I hope I Hospital. haven't disturbed you. Und sie hat Leute im Hospital getötet, was ich nicht getan habe. Not at all. Actually, I was counting on you visiting me tonight. Nur den einen Typ, der mich so blöd angemacht hat, der wusste, dass ich ein Vampir bin, den halt getötet. Beautiful, Und dachte nämlich, dass er halt irgendwann verrät. haunting Und dann halt einfach getötet, damit er nicht verrät. Indeed. War. A long time Das war schade, ago, war der Fieberwahn Einzige, den ich asked me to getötet paint habe. this Der for him. Einzige. But I kept it in the Hier, end. bringen wir mal schnell noch eine Kapitel, Leute. Bis I gleich. did not know you were a Ich hoffe, ich painter, muss my jetzt hier nicht lady. aussehen, There habe are ich immer many Controller mit. things you do not know about me, young Ekon. Why do you continue to mock me? Please excuse my behavior, Jonathan. I tend to tease my friends when uneasy. What is bothering you, my lady? Your letter was quite alarming. We will talk about this in a few minutes. For now, I would like you to tell me about yourself. How have you been since we last met, my friend? I came to the conclusion that my maker, whoever he might be, must be a powerful vampire. Certainly extremely old. How have you reached this conclusion? I felt this power radiating like an aura every time he appeared. Most ancestral vampires of England were killed by the Guard of Prewen half a century ago. I wonder who your maker could be. Vielleicht ist mein Schöpfer noch ein Alter. Some of the Stell dir mal ancient ones oh, dann wäre ich fled ja einer der England. krassesten. Some may still be in hiding. All I know is you, my friend, are a pawn in some secret and obscure game of chess.
He is the only immortal I've seen appear in an ethereal form. His voice, his words seemed ancient. It was disturbing. I am afraid you are right. The simple fact that your blood made Mary such a strong Ekon proves that you must be of ancient lineage. Zeig doch. My sister Mary, she was made a vampire in the same way I was. She was the one killing all those people everywhere I went. Vengeance is a powerful force for those betrayed. Made vampire through careless error. Victims by surprise. In the end, she implored me to put an Ja, end ich to hab's her misery. zweimal getötet eigentlich, ja. But still, I felt I had taken her life twice. I am so sorry for my accidental cruelty. Had I known your dear Mary was still alive, I would never have sent you to pray for her soul in that church. There is no need to apologize, my lady. Ja, sie ist aus dem Your Grab wieder words have been most aufgestiegen, was helpful richtig in übel war. these difficult times. Thank you, my friend. If only we could have guided your poor sister through her terrible nightmare. I swear I did not intend that. If only I had known then how vampires are created. That is the scientist speaking. In truth, most of us do not know how it really works. Personally, I make sure my prey will not return to haunt me. What do you mean? I am merciless, Jonathan. I only feed on the dying, and I make sure they are dead before leaving their remains. I think Ja, I stimmt, should sie ask tötet the nur Leute, questions, die... your ladyship. After all, it was you who invited me to settle this most urgent of matters. Fair enough, Jonathan. The situation is critical. We do not have the luxury for etiquette. Please do not misunderstand me. I would be delighted to discuss mundane matters and idle trivialities. If we survive the dark nights to come, we shall have all the time in the world to speak, you and I. For now, please follow me, Jonathan. I must say, your house is exquisite. One of the advantages of living forever is having the time to be selective with one's furnishings. I took the liberty of having tea served. You can still drink tea. Can't keep it down, but I do so enjoy the aroma. Let us toast to make-believe. And of course to your health, Jonathan. And to yours, my lady. Please, call me Elizabeth. So, my lady, why truly did you invite me here? I've been asked to deliver an official invitation to meet the Ascalon Club. Who are they? Really? They are the embodiment of vampire law in Britain. Krass. Some say they influence the destiny of the Empire. Some believe they merely protect it. How many are they? Only a small number of powerful and deceitful immortals. All of them entangled in a sticky web of shadow cabinets, influencing trade. Will they fight the guard of Priwen? I doubt it. Fergal was Lord Redgrave's executioner forever and a day. By defeating that beast, you deprived them of a powerful weapon. Why use you to contact me? Because they know we are close. The Ascalon Club has many spies. Their main occupation is gathering information and then deciding how to use it. Have they threatened you in any way? Not at all. Their message surprised me at first, but it is only logical, considering the critical situation in London. Why not ask for your help, since you are obviously a powerful and influential immortal yourself? I am a woman. That suits me well, as long as they leave me alone.
Should I trust them? Of course not. Do not misunderstand me. They can be very useful, but I believe their long-term goals differ from yours. Okay. Why meet them then? Because nothing truly important can be achieved in this city without their consent. They could be powerful allies in this current situation. Should I lie to them? We all lie, Jonathan. It falls to you to choose your behavior. The most important rule is to show them due respect. They have done nothing but impede my investigation since I became known to them. Why would they want to see me now? I guess they now see you as Ascalon material. They must have found out what happened to your sister. Proof of the potent blood flowing through your veins. I'm not sure I can accept their invitation. I have seen their handiwork. How Fergal the Beast imposed the club's law. You have no choice, Jonathan. Even I would not openly defy Lord Redgrave, the chairman of the Ascalon Club. What can you tell me about Lord Redgrave? Who is he? Lord Redgrave is the founder and chairman of the Ascalon Club. Most mortals know him as the Earl of Bristol. He is rich and extremely influential. How old is he? How long has he been a vampire? Lord Redgrave claims to be the progeny of William Marshall, the most valiant knight who ever lived. If that is true, he could be very old. Have you met him? Only on rare occasions, for he never goes outside the club. And women are not awarded membership, even immortals. How powerful is his reach? The Ascalon Club may be the most influential secret society in England. Not all its members are immortals, but they are all very powerful. They are not all immortals. How is that? The club is mainly comprised of political figures who seek the safety and expansion of the Empire. The most loyal are awarded immortality. Any familiar or famous names? As the richest, most relentless British tycoon, Aloysius Dawson is considered ideal Ascalon material and has been watched for years. If you are convinced I must meet him, I will heed your advice. Thank you, Jonathan. I understand your reluctance to brush shoulders with London's vampire elite. But we have no choice. Is the situation that critical? Yes. The Guard of Prewen has called for a second great hunt of our kind. And they will stop at nothing to eliminate. Okay. You should flee then. Leave London, the country even. I have seen the Guard in action. They are merciless. Your concern warms my heart, Jonathan. But fear not. If the situation gets too dangerous, I shall retreat to my secret Scottish manor. I could hide you in my luggage, if you wish. Thank you for the offer. I shall keep it in mind, but I have much to do here. There is a question I must ask you. Could Lord Redgrave be my maker? I doubt it. If Lord Redgrave had made you his progeny, he would not have seemed so surprised when you demonstrated the strength of your lineage. One day soon, I will have to find the answer to this mystery. And I shall help you in your research, I promise. For now, you must go to the Ascalon Club and play their game. Will I see you again at the Pembroke Hospital? No, you will find me here if you need me. I shall conduct inquiries alone, and we can then share our discoveries. Okay. I want to thank you for all your support and your help, my lady. Could you do me a last great favor and call me Elizabeth? I should be honored, my lady. Then it is settled. Finally, some good news in these dark hours. Thank you. I appreciate the advice. I had best prepare myself to meet this Lord Redgrave now. How thrilling to meet the Earl of Bristol in the flesh, so to speak. Something tells me you're not very keen on the man. Don't get me wrong. The gentlemen of the Ascalon Club are honorable,
but their attitude and opinions are somewhat antiquated. I see. As long as they deny access to female applicants, I will leave them to their antediluvian considerations as to the natural order of things. Jonathan, promise me you'll be careful. Of course. But why the fear in your voice? Look at me, Jonathan. I am. I mean, really look at me, young Ekon. We may be deceptive by nature, but this heart of mine has always told the truth. Elizabeth. Go, my friend. But come back to me soon. Steht ihr jetzt auf mich? Komisch. Na gut. Wir werden auf jeden Fall versuchen, mal die Dogs ein bisschen zu heilen. Wenn er da schon kritisch ist, halt nicht gut ist, muss man die aus dem kritischen Bereich rausholen. Ansonsten mal gucken. Wir müssen die heilen und mit den Quatschen und alle Geheimnisse rausfinden, damit wir so viele EP kriegen wie möglich, wenn wir ihn aussaugen, weil ich will keinen aussaugen, der jetzt mal nur halbherzig irgendwie rangegangen sind, den nicht geheilt haben. Einfach nur für ein paar Punkte, weil du kriegst manchmal, wenn du den so aussaugst, 1000, wenn du den komplett heilst und alle Informationen rausfindest, kriegst du 4000 so. Musst halt entscheiden, ob du halt ein bisschen Zeit investierst. Das Schattenkabinett. Okay, wir werden zum... So. Time to visit the Ascalon Club. Werden wir gleich sehen, glaube ich. Da kann man durch. It's locked, all right. Was ist los mit dir denn? Warum läuft er denn hier so langsam? It's locked. That was the vampire I saw earlier. This boy takes no prisoners. Ich verstehe nicht, wie da oben noch Züge fahren können. The West End. Never have I felt so sad to be back home.
Was? Wie kann denn das sein, Alter? Was? So schnell? Die Frage, wo hat er denn den Speicher? Ja, fast nichts. Das Spiel ist aber relativ schwer. Und ich finde es cool, dass du selber irgendwie den Schwierigkeitsgrad einstellen kannst. Weil, wenn du das Spiel nur durch die Hauptstory zockst und dich ja nicht mit den Leuten befasst, dann wirst du nie irgendwie so richtig stark. Und wenn du, so wie ich habe ja wirklich versucht, jeden Einzelnen zu heilen. Ich habe ja sehr viel EP einfach nur durchs Heilen zurückgekriegt, nicht mehr durchs Aussaugen. Ich habe jetzt nur einen ausgesaugt, damit ich auf Level 20 fast komme, damit ich den Boss besiegen kann. Geil. Ich kann mich nicht heilen, Alter. Das ist doch unglaublich. Das ist krass, dass dann manchmal so eine Viecher mich einfach killen. Deswegen, ich bin einfach nicht stark genug, die sind alle schon Level 24. Darin seht ihr, das ist so das normale Level jetzt momentan. Wenn ich nochmal schlafen gehe, kann es sozusagen auch sein, dass die dann Level 25, 26 sind, sich immer weiterentwickeln und ich, dadurch, dass ich nicht genug Erfahrungspunkte habe, wenn ich mich dann schlafen lege, sozusagen nur Level 25 erreiche. Was eine Riesenkatastrophe ist eigentlich, weil die Gegner stärker werden. Ich zwar auch, aber die Gegner werden im Verhältnis zu mir viel mehr stärker oder doppelt so stark. So, ich muss jetzt mal gucken, muss ich jetzt hier lang? Nee, ich muss hier nicht lang. Ich kann auch nach rechts oder links laufen. This is now my domain, young Ekon. 27 schon. Oh, was? Unglaublich stark. Ah! I'm Dr. Jonathan Reed. Do you need help, sir? I think I'm fine. But what happened to my jailer? Be careful. He's as vicious as he is strong. You don't have to worry about him anymore. What happened here? I am Tadao Kimura. I was imprisoned by this lunatic for several days. Die now, Mr. Kimura. If you hurry, you should be able to get home safely. It seems that I owe you my life. You have all my gratitude, Dr. Reed, since it is the most precious thing I possess.
Goodbye, Mr. Kimura. Take care. Are you sure you'll manage to reach the West End by yourself, Mr. Kimura? Yes, I'm perfectly capable of defending myself when not ambushed by insane cultists. Goodbye, Mr. Kimura. Wir weder Take care. töten noch ein. Sorry, sir. Look lively! It's on to us! Look out here! Vicious bugger! It's a killer! Nice, oder Leute? So, wir müssen jetzt mal kurz auf der Karte gucken, wo sind wir denn jetzt hier? Hier sollen wir eigentlich hin. Hier sind noch so optionale Quests. It's locked, all right. Ja, hier bin ich auf jeden Fall richtig. Vielleicht muss ich vorne rein. Good evening, miss. Can I help you? I'm a doctor. Dr. Jonathan Reed. I am Karina Billow. I don't need any doctor. The rats. Where are the rats? Miss, you don't seem well at all. Are you afraid of rats? Has one bitten you? No, it's me who bites them. Tasty, juicy, disgusting rats. I can't stop eating them. Help me, please. Help me to disobey the voice. Okay, aber du scheinst auch relativ gesund zu sein. What happened to you? The rats. The answer hides in their little crunchy bones. Their juicy, tiny brains. Miss Billow, please, try to concentrate. Why do you worry about rats so much? The voice in my head. He forces me to do so. Drink their blood, he said. Eat their flesh. Do you feel compelled to obey that voice, Miss Billow? Even if you're loath to submit to it? Yes.
Please, help. Tell me about the voice in your head. Who is it? Can you describe it? Is it someone you know, someone you met? Keep your mouth shut, he said. Don't ever speak about me or I'll abandon you. Help me. Ja, es ist ein Vampirspiel. Also du bist ein Vampir. Oh, jetzt habe ich eine neue Sache über sie herausgefahren. Du bist ein Vampir, also eigentlich bist du ein Arzt, ja. Du willst eigentlich den Menschen helfen. Bla bla, hast studiert, bist nach London gekommen, um den Leuten zu helfen. Und dann stirbst du auf einmal. Und du wirst als Vampir, wachst du in so einem riesengroßen Massengrab auf und weißt nicht, was los ist sozusagen. Und dann siehst du deine Schwester und die beißt du dann aus Versehen und tötest sie damit gleich. Und dann wird die begraben, bla bla, dann kommt die wieder aus dem Grab raus, weil jetzt herausgekommen ist, dass ich ein uraltes Vampirblut in mir habe. Und Leute liken, hi, willkommen zum Livestream. Und jetzt bin ich ein Vampir und kann mich entscheiden, ob ich die Leute töte oder nicht. Es gibt 4 Stadtbezirke in dem alten London und ich kann halt Informationen rausfinden, um mehr IP zu kriegen. Mit mehr IP kann ich mich halt krasser aufstellen, krassere Fähigkeiten lernen, krassere Ultis machen und. Und wir sehen, dass sie gar keine Beziehungen hat. Ich habe jetzt rausgefunden, Carol kann nur zusammenhangslos reden, wenn sie über das mit ihr Geschehene spricht. Das fängt schon sehr zusammenhangslos, der Satz. Und jetzt können wir weiter mit ihr reden und du siehst, ich finde jetzt den 4. Stadtbezirk, den finde ich jetzt raus. Ich habe ihn jetzt gerade eben schon gefunden und ihn. Und das Spiel wird schwieriger. Ja, geile Erklärung, danke, ja. Und aber was Geilste ist, es gibt keinen Schwierigkeitsgrad. Also doch irgendwie schon, aber den kannst du nicht selber einstellen. Du spielst einfach das Spiel und wenn du Leute tötest, die du hier kennenlernst, zum Beispiel hier, warte mal, ich zeig dir mal hier das ist zum Beispiel hier das Krankenhaus, da siehst du, ich habe alle gesund gemacht, ja, ich habe alle geheilt, habe als Arzt sozusagen meinen Job gemacht, da gibt es halt noch viele, die halt geheilt werden müssen, die kriegen immer wieder neue Krankheiten und so weiter. Und dann jetzt hier zum Beispiel kritisch, siehst du, ist feindlich, das Gebiet ist komplett feindlich und nicht gesund, weil hier ganz wenig Leute geheilt sind, mit den Leuten halt nicht so viel gemacht. Die wenigen Leute sind auch Vampire geworden, weil ich in dem Stadtbezirk, sie hatte ein illegales Krankenhaus und da musstest du selber entscheiden, soll sie illegal die Leute verpflegen und die Leute aus dem Krankenhaus halt abziehen. Und die hat die auch abgeworben und dann habe ich sie halt dazu gezwungen, das nicht zu machen. Dadurch, dass die keine Arbeit hatte, wurde die dann selber zum Vampir und sie lebt noch irgendwo und sie kann ich als Vampir halt töten. Und je mehr Leute ich halt töte und aussauge, die Menschen sind, umso einfacher wird das Spiel für mich, weil umso krasser ich halt werde, weil mein uraltes Vampirblut sozusagen mich bis ins Endlose steigern kann. Ich gucke mir mal kurz was zum Trinken und genau, deswegen muss ich immer sehr gut entscheiden, wen töte ich, aus welchem Bezirk will ich denn wirklich, weil je mehr Leute du tötest, umso krasser, kritischer wird der Bezirk. Kann auch sein, dass er komplett kippt und dann gleich kritisch wird. Und wenn es kritisch ist, kommen halt immer mehr Leute dahin, die mich töten wollen. Oder Vampire, also je nachdem. Das ist schwierig. I was strong, proud. I campaigned for good causes. But that was before. It does not matter anymore. I'm so hungry. So, und jetzt finde ich halt raus, wie hungrig sie wirklich ist. Ich hatte das 4. Kapitel. Ich weiß nicht ganz genau, wie viele Kapitel ich habe, glaube ich 7 oder 8. Und ja, ich habe bis jetzt erst einen getötet, aber ich habe nur einen getötet, der wusste, dass ich ein Vampir bin. Deswegen dachte ich, und hier gibt es halt jetzt noch 3 Hinweise. Da muss ich mit irgendwen anders reden, die sie halt auch kennt. Und ich muss jetzt in den Ascalon Club, ich muss jetzt in den uralten Vampir-Club, wo die stärksten Vampire ganz London drin sind. Und ja. Ist noch einer. Ja, dadurch, dass wir den Bezirk gerade entdecken, den neuen Bezirk. Come on, Johnny. Don't you recognize your oldest friend? Clarence. Clarence Crossley. How are you? Er erkennt mich, krass. My God. So you survived the war too. So sorry, I didn't recognize you at first. I almost didn't recognize you either.
War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I witnessed the horror that lies underneath. Jetzt kann ich gucken, ihn könnte ich handeln gegen Migräne. Habe ich aber gerade nicht da. Wenn ich so einen Tisch hätte zum Reparieren. When did you escape the war and return to London? You know what's Wir funny? quatschen kurz mit ihm, weil ein I alter almost Freund never ist. Das think sollten wir about mal the machen. war. Not anymore. Den können wir auch töten. I'm involved in another kind of battle now. Können wir halt selber entscheiden, das ist halt immer die Sache. I know Dann gibt es auch halt Entscheidungsfragen. I haven't had much time to think about Da hast du eine Möglichkeit, eine Information über eine Person rauszufinden. The Also epidemic, du kannst eine Information sozusagen durch mehrere Forgive Personen, me, Johnny. I didn't want to sound die die selfish. Zielpersonen kennen, sozusagen herausfinden. What is Aber wenn du this verkackst new sozusagen bei so einer I saw Entscheidungsfrage, hast du halt terrible verkackt. things during the war. Verkackt. Horrors I Dann thought findest du I'd die forgive. Information nicht raus. Weil du die dann verärgerst oder irgendeine Antwort sagst, wo sie gepisst sind und sagen, ja, ich will jetzt mit dir nicht mehr reden. Vampires. Gibt's auch. Also muss man immer gut entscheiden, was man fragen, was nicht. Das waren jetzt persönliche Fragen. Nee, wie geht's How's deiner your Frau? wife, Okay. Venus? We've spent so much time away from each other. And so many things have happened. But you're alive. You returned in one piece and you have a family. How many soldiers can say the same? Believe me, it's not quite that simple. Unlike you, I'm not the man I used to be. Is everything all right at home? Surely Venus was relieved to see you return from France in one piece. Have you forgot what people are like in this part of town, Johnny? Venus fears for our family reputation. Now her husband has become the village idiot. Mhm. You need some rest, Clarence. Ja, You Migräne. should try to sleep. Hat er, wir brauchen jetzt gegen Migräne. Wir brauchen so einen. Women of all countries unite! The Support Ascalon Club. equality between The heart of British vampire society. Not quite as subtle as I women of all expected. countries unite! Wir gehen erstmal in den Club an. Ich will erstmal wissen, was los ist. Der Ascalon Club. Die Ladezeiten sind übel. Ich habe auch Black Mirror mal angefangen auf meinem Kanal. Aber das werde ich halt auch nicht mehr weiter livestreamen, weil die Ladezeiten zu krass sind, Alter. Das werde ich mir auf dem Laptop nochmal holen, auf dem Rechner. Wenn ich dann umgezogen bin und dann da nochmal livestreamen, aber nicht auf PS4, das ist unmöglich mit den Ladezeiten. Kannst du das kaum spielen. Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. There has been quite a battle here. I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Erstmal klauen. I cannot enter. Genau. Hier rein hast. Nice. Komm, gib mir. Gib mir. Aber. Was ist hier irgendwo? Ja. Klammer alt. So.
Ah, hier. Good evening. We repel the intruders for now. My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Here, here, here. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? She has proved to be helpful on many occasions. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Scowl Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Why have you asked me here? Because the crisis is escalating. Our enemies, the Garda Priwen, have even launched an open hunt. The only way to calm things down is to put an end to the epidemic. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End? Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed. Die Sache ist halt, dass wir I should like to get to know you better. nicht richtig eindämmen können, weil der immer mehr ausbricht. Und je mehr Leute du tötest, I also wanted to meet the intriguing umso mehr Ekon who made Wachen such a kommen auch powerful her. progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage. Hi, Feuerwehrchef, willkommen zum Livestream. Schön, dass du mal da bist. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon geht's dir? Club and to serve me as such. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes.
I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Delightful. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! Jetzt bin ich im Ascalon Club. That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago, well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic. And your Edgar findings were Swansea. quite alarming. Swansea. You were spying on me. Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Volcod. All muscles and instinct. Quite the rare breed. Ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. You do know I killed him. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Krass. Krass. Trotzdem Respekt, dass ich das getötet habe. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied Scals in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Scals. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen zuerst die Skulls töten, oder? Jetzt ist schon wieder eine Entscheidungsfrage. Scals are malevolent and disgusting creatures. I knew I was right to induct you, Dr. Reed. You would not dare lie to me on such a vital topic now, would you? So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Have you heard the rumors of some horned vampire revealing himself and singing obscure songs around the city?
muss erstmal zum Unterschlupf hier. Und im Unterschlupf können wir uns nämlich heilen. Ich möchte auf diesem Weg meinen... Jeder macht das Fleischprojekt. Ja, auf jeden Fall danke für Like und Abonnieren. Und ja, ein bisschen Vampire. Ich habe vorhin schon erklärt, wie Vampire funktioniert. Und wir werden jetzt mal ein paar Fragen. Einfach zum Unterschlupf gehen, uns ein paar Heilmittel machen, die Heilmittel herstellen, die wir können. Und dann hier die Bürger heilen. Obwohl wir eigentlich was wir bei den Docs machen müssen. Bevor wir pendeln, müssen wir auf jeden Fall nochmal zu den Docs. Also bevor wir uns nochmal aufleveln, müssen wir mal zu den Docs, bei den Docs nochmal machen. Damit es da aus dem kritischen Bereich rauskommt, weil wenn die nicht im kritischen Bereich sind, dann werden da auch nicht so viele Leute rumschwirren und nicht so viele Vampire. Und das ist alles easy peasy. Dann kann ich da friedlich durchlaufen. Und hab da nicht so viel Stress. Vielleicht ab und zu mal gegen Feind. Aber das Cut eben war ja überkrass. Ich habe fast eine halbe Stunde gebraucht, um hier hinzukommen. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Und ihr hört mir hier wartet. So. Und da halt die Rezepte nicht. Man kann es aufwerten lassen. Erhöht Schaden um 10%. Der Schaden ist schon krass. Hier auch nochmal 162, Alter. Dann ballern wir alles. Die Leute müssen auch heilen damit. Ist teuer. So, hier könnten wir schlafen. Schlüssel. Wofür den kleinen Schlüssel? It's locked, all right. Aber ich kann da nichts machen, man. Die sind so stark, diese scheiß Rauchzeug, wenn die sich immer wegporten. So gar keine Chance mehr gegen. Das ist unglaublich. Unglaublich krass.
Der ist mir unbekannt. It's locked. Good evening, sir. Please forgive me for disturbing you. I'm a doctor. I never judge a man by his title, but by his attitude. And you are not disturbing me at all. I am Calhoun Russell, and I welcome you. Well, I must admit it's good to receive a warm welcome for once. I'm Jonathan Reed. Welcome, Dr. Reed. Welcome to my humble shop. I may have a look at your goods, Mr. Russell. Weg damit. Good evening, Dr. Reed. A great night, what? Liebe Grüße an deine Oma. How is the situation in this part of town? Ich soll ein bisschen quatschen mit dem hier. Wir hoffen auf jeden Fall danke fürs Like und Abonnieren. Und vielleicht schaffen wir heute die 2000 Abonnenten. Mal schauen. Wir werden nachher auf Twitch auf jeden Fall wieder Railway Empire spielen. Das nächste Kapitel in Angriff nehmen und gucken, ob wir das auch schaffen. You cannot expect the newspapers to expose the truth while the war is still raging. I can assure you that the situation here is desperate. Well, that's news then. But I can't believe that things are that bad. Are you sure you're not exaggerating a bit? For the thrill of it? Is it not a little too late to be trading? On the contrary, it is the perfect hour. Believe me, my friend, it is always at night that you meet the most fascinating characters. But what about the epidemic? The bombs and raids? And all the random violence? Please, sir, this is London, England. We will prevail. And if a bomb must fall on my shop, then I'll be there to hear it falling. So you prefer to work at night? Oh, I also enjoy a sunny day like everybody else. But the night always has a certain je ne sais quoi of its own. What can you tell me about this place? I recently found the best steak and kidney pie in the city. I'd be glad to share the address if you want. Finding a good restaurant? Is that really all that interests you? Oh, I have many passions, but nothing brings me ecstasy like subtle and exquisite flavors from my teeth to my belly. I must confess, I have quite specific Hier, ein Mann ist guten tastes when Geschmack. it comes to nutrition. Really? Well, I'm always happy to try new exotic meals. If you ever find an intriguing table, please share the address. Hat jetzt schon 3000, kann ich ihn schon töten? Nee, jetzt schon.
Do you have any family nearby? Not since my parents died. I'm London's lone gourmet. Really? But you seem to be such a pleasant and sociable fellow. I'm afraid the real hedonist has to be sometimes. I discovered ecstasy as a solitary pleasure, but it does not mean it can't ever be shared. London's lone gourmet. What a strange title. I used that name in my early years when I was a food critic, and I kept it. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? Not really. Wait, now that you mention it, I don't see the McPhersons in my favorite restaurants. They love delicate meals too, you understand. Thank you. It may be nothing, but I'll investigate anyway. Where do they live? They have a house in the southern part of the district, somewhere north of the railway bridge. There is a courtyard, if I remember rightly. Goodbye, handeln wollen wir nicht. I'm Schalten jetzt mal sure auf Handeln. you'll take care of yourself. It has been such a long time since I last went. Rene kann ich halt nicht heilen. Women's right to vote is only the first step. Good evening, miss. Oh my god, no. Please, Mr. Vampire, don't kill me. Please, no. I'm too young to die. I still have so much to offer this world. Wait, no. Why do you think I would... What? Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young Ekons. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Vielleicht weiß sie Have irgendwas. you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullaneys, a nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. Tell me about your adoption. What do you want to know? Who are your real parents? Elizabeth Ashbury is my real mother. She raised me and has taken care of me all my life. I have no idea who my progenitors are or were. Do you live with I Deutschlandwahl. still spend a lot of time in my mother's mansion, but I have my own house now. I have a life to live, you see? And one day, I'll have my death to face. How did you meet Lady Ashbury? First, I was an orphan in the institution for girls she manages in the West End. When I was 10, she adopted me, and I have lived with her ever since. Did you know she was a vampire when she picked you? The correct word is Ekon, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. She told me everything when I turned 16, though I suspected the truth for a long time before that. What do you think about this part of town? I was raised here. You grew up in this part of town too, did you not? Ja, doch. Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you blushing, Dr. Reed? Is there something that's bothering you? Too much selfishness and individualism for my taste. Even when there was no epidemic. Even if that's partly true, may I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich. I suppose you're right. But society must reform and renew itself, or we are all done for. Okay, wir gucken mal. 3005, ich kann sie auch nicht töten.
What are you Aber doing? wäre kacke, weil sie You ist mean, ja what do I do outside at night Ashburys since I am a Tochter woman? sozusagen. Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Actually, yes. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night, considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Why should I wait to the age of 30 years when men can vote at 21? Are you a suffragette, then? Oh, you really are Elizabeth's girl. Without a doubt. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand, and in Australia. But women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me, Miss Charlotte. I have shared your opinion for a long time. Even before I met Emmeline Pankhurst. Really? Oh. Now I see why my mother appreciates you so much. Too bad there aren't more men like you in the vicinity. How are the locals reacting to your claims? People here can't wait for a wall to be built to isolate the West End from the rest of town. That's how progressive they are. If this happens, Emily and I will blow it up. Explosives are very dangerous, young lady. And who is this Emily? She is my best friend, and a suffragette too. She was supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Have you any reason to be worried about her? Recently, Emily started to believe in... well, she got interested in vampires. I'm afraid she might be in trouble. Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning. I think I should try to find your friend. Oh, that would be top-notch. I can tell you where she might have gone. You have my thanks, Dr. Reed. And please, don't tell my mother. What exactly has your mother told you about? Okay, jetzt müssen wir Emily finden. Profession, obviously, and the mystery about your maker. I'm sorry to hear about what happened to your sister, sir. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reed? Or you? Yes, you should. I killed my own sister because of the hunger. There comes a time when a mortal is only seen as blood by a vampire. Whatever the bonds between them. You can't be Wait. Good one, Dr. Reed. You almost got me. Glad you found it amusing. But do keep my warning in mind. I will, Dr. Reed. Thank you for your honesty. I appreciate it. Okay, also sie weiß, was ich bin. Auch nicht gut. Ich bin komplett dagegen, Menschen wissen zu lassen, was ich bin. Ich will am liebsten töten. Jetzt irgendwelche... Ah, hier. Do you know why Lady Ashbury chose you to become her daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How was it for them to pass through life with a never-aging mother? Ja, ist krass. Wenn die Mutter nicht älter wird, Alter. Du wirst immer älter. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. Und hier ist aber noch irgendwer anders rumgelaufen, den wir fragen können. I suspect you may see her before me. Hier sind also die ersten Fälle aufgetreten anscheinend. Aber jetzt kann ich auch endlich durch, das ist geil. Dann musst du mal außen rumlaufen. Aber ich muss hier doch irgendwie rennen.
Oder ich laufe hier einfach nur geradeaus. Oh, ist auch blöd, ich bin ja gleich da. Ja, hier ist richtig. Ach, guck mal, da ist jemand, mit dem wir nicht reden können. Und ein Werwolf. Ja, moin. Werwolf Action ist da. Einen Werwolf alleine zu besiegen ist immer so eine Sache. Dafür ist mein Schlag relativ stark. Den Biss kriege ich kaum noch durch. Außer ich habe hier noch Munition. So. Quarantäne, Baby, Quarantäne. Wo ist denn der erste? Steht ja genau da. Hier war also der erste Ausbruch aus. Wir looten mal schneller ein bisschen. Looten und leveln. Looten und leveln. That building is under quarantine. Could this be what I'm looking for? Boah, was ja ausgewichen. Der Wichser. Okay. Mann, jetzt sterb, Alter. Kommt jetzt schon 4000. Fast ein IP. Könnt ihr jetzt schon wieder aufleveln. Neben mir müsste der Brandhals sein. Oh, was? Oh, was? Die nehmen wir als 2 davon. Hat 2 davon? War ja nicht ready. Nein! Fuck! Den HD, hi, willkommen zum Livestream. Schön, dass du da bist. Wir zocken ein bisschen Vampyr. Und bin jetzt mit
sau wenig Heilung in einem Bosskampf auf einmal laufen. Nicht doch in den Bosskampf, hätte jetzt ja nicht mehr gekriegt, dass da... Okay, aber hätte ich mir denken können, wenn da schon steht, Säure, dass da Leute kommen, wo gleich so zwei krasse, starke Gegner. Damit rechnet jetzt wirklich keiner. Ja. So. Bevor es da draußen jetzt gut, ich schwitze wie die Blöde bei der Hitze. Für alle Abbildung weg. So, und jetzt haben wir wieder volles Leben. Ich muss mich auf den konzentrieren. Mann. Was? Ich werde so seitlich, leider. Wie ist die Facecam an zum Kämpfen? Ja. Das ist Vampyr. Ich muss wirklich mehr Leute töten. Ich muss wirklich mehr Bürger töten, Alter. Scheiß drauf. Ob denn hier die ganzen Viertel... Ob das Ganze brennt, was interessiert mich die Menschen, Alter. Ich bin jetzt ein Vampir. Ich bin noch zu menschlich. Ich bin noch zu menschlich. Ich muss mehr Menschen töten, so. Ich war einfach zu nett, so. Ich habe so viele Leute geholfen und gerettet. Ich habe nur einen getötet, weil der wusste, dass ich ein Vampir bin. Der hätte es wahrscheinlich auch nicht verraten, aber ich dachte, okay, bevor er verrät, ist er erstmal... Zack. Hab mir ein bisschen Erfahrung von gebracht, aber eigentlich auch nicht so viel. Von daher habe ich eigentlich nur einen getötet und bisher sonst nicht viel gemacht. Was so in die böse Schiene fällt. Hi Crasher, ey, willkommen zum Livestream, schön, dass du da bist. Ausdauer. Nee. Energie wäre schon geiler, du Flachkopf, Alter. Dass ich nicht Energie drin hab. Wahnsinn. Okay, geil. Der kann in Ruhe alleine kämpfen. Nice. Fuck. Oh fuck. Oh, zeig's. Nein, raus aus dem scheiß Nebel, Alter. Nice. Oh fuck, Alter. Okay. Alter. 5000 EP, Alter. Wir müssen unbedingt zu den... Wir müssen mal gucken bei den Dogs. Wie sieht's denn jetzt bei den Dogs aus? Kann ich alle teilen?
Erkältung, Erschöpfung kann ich teilen. Erschöpfung. Wie viel habe ich denn davon? Erschöpfung habe ich mit 2. Wir müssen auf jeden Fall mal zu den Dogs danach. Hier unten sind glaube ich die Dogs. Wo muss ich da mal hin? Ich habe jetzt hier noch Informationen gesammelt. Da laufen noch mehr rum, ja. Ah, hier, die Information. Darling, hab Dank für das kostbare Parfüm und den Pelzmantel. Ich kann es kaum erwarten, deine Hände auf meinem bebende Haut zu spüren. Denn nur bei dir, mein Held, fühle ich mich derartig begehrt. Bitte komm bald zu mir zurück. Denn ich kann es kaum erwarten, meinen scheuen Busen wieder an deiner Brust zu drücken. Ja, mein Geliebter, mein Schatz, komm zurück zu mir. Ich verspreche dir eine Nacht voll ewiger und zügelloser Leidenschaft. Gerade trage ich einzig und alleine deine letzten Geschenke am Körper. Oh ja, ich verzehre mich nach dir und will endlich meine unbezähmbare Lust mit dir teilen. Hingebungsvoll deine Doris Fletcher. So the husband had an affair with Doris Fletcher. Schon 6000, was ist los? Die muss gleich weg, Alter, diese komische Räucherolle, Alter. Oh, fuck. Komm schon. Wie viel kriegt er für so einen Scheiß? Viech. Let's kill ihn. Oh. Ja, ist okay. 15 Krieg bloß. Oh, Frechheit. Dafür sind die so schwer, Alter. Ach du Scheiße. Okay, das war's. Und jetzt gehen wir aber zu den Dogs. Und versuchen bei den Dogs mal ein paar Leute zu heilen. Ich muss die Dogs heilen und danach muss ich sofort mich skillen. Das geht nicht mehr anders. Oh fuck. Aber mein Bruder ist nicht gut, ja. Oder meinst du das jetzt ironisch, Crasher? Komm her. Oh, Ficker, Alter. Die bringen wirklich nur 10, Alter. Das ist furchtbar. Ich muss auf jeden Fall mich besser skillen, Alter. Ich muss mehr Ausrüstung tragen können.
Juhu! Beseelt. Ja, ne, aber dann hör dir doch mal die Beseelt an, oder guck dir doch die Beseelt an, Quetscher. Hast du nicht mal schon mal ein Beseelt gesehen von meinem Bruder? Soll ich dir mal ein Beseelt raussuchen schnell, Dicker? Was du dir angucken kannst, mal ruhig. Warte mal kurz, ja. Ich hoffe, du bist noch dabei. Hier. Das ist ziemlich stark, Digga. Schick mal Link, ja. Aber was? C24er. Your prey is mine now. Oh, hinter mir. Und da muss ich hin. Kann ich richtig teleportieren? Oh, fuck, Alter. Muss ich jetzt den Weg da hinten rumlaufen, was? Leech spotted! Watch out, boys! Filthy piece of shit! He's dead! Ich bin eigentlich schon ziemlich stark. Wenn ich die jetzt heile und mich dann nochmal ableveln. Ja, ich sehe da nicht alles. Muss ich jetzt hier lang laufen. Kann ich hier nicht runter? Ja, ich kann hier runter. Bringt auch deinen komischen Heilerschein hier nicht. In die Richtung ist schon richtig. Und dass ich jetzt da hoch muss. Ja, es ist nicht so einfach durch die Stadt zu kommen.
Was, Alter? Ich bin schon wieder gestorben durch diese Scheißgift. Ich schaffe einfach nicht zu diesen blöden Docks zu kommen. Gut. Da sind wir. Den können wir gleich heilen. What do you want? Have you heard anything about Sean Hampton's shelter? It used to be a safe place. I'm not sure that's the case anymore. Are you worried about the conditions in London? I've heard rumours about some sort of militia patrolling, killing the sick. The wet boot boys are overrun. Do you need medical help, sir? Yeah, I do. If you can throw in some drugs, I can find use for that too. So you can sell them on the Dann heilen wir ihn mal. Sorry. I'll only provide you with exactly what you need. Fair enough, Dr. Reed. Don't cost me nothing to ask. Braucht man bloß noch einen Hinweis oder zwei. Und dann hat er fast schon 4000 MP, dann könnte ich das fast verdoppeln, weil ich habe. Meistens muss man die heilen, dass das alles friedlich bleibt. Sie hat noch eine Erschöpfung. Sie können wir eh nicht aussagen. Wir müssen auch immer gucken, welche Levels die haben. Die Leute haben, können wir sie nicht aussagen. Deswegen habe ich auch die Facecam kurz aus, damit ich rechts da oben alles sehe, was ich brauche, ob ich das habe. Okay, habe ich noch zweimal Erschöpfung. Wir gucken mal schnell, ob wir hier schon... Oh. You still use your husband's name. Why is that? Why shouldn't I? Maybe Oh, bloody Entschuldigung. bastard, Tut mir but I'm leid, still Leute, his tut mir leid, wife tut mir and leid. his name means something round here. You never paid him a visit at the Pembroke Hospital, did you? And I don't intend to. In Clay's case, I'm not against a medical mistake or a little help from the Spanish flu. Okay. Can I offer you my medical Handeln help? können wir auch, aber wir versuchen Giving erstmal help zu for heilen. free? You'd make a poor businessman, Dr. Reed. Perhaps I would. Please, take this. You'll feel better. Thank you. But don't expect me to owe you anything. Goodbye, Miss Cox. Okay, bringt mir rein gar nichts. Wer war denn noch hier? Ah, hier, guck mal, hier ist die Wahl ja gewesen. Ah, hier hat das Spiel angefangen. Status ist kritisch hier, die Logs. Deswegen müssen wir hier unbedingt was machen. Müssen unbedingt den Leuten helfen. Have you got any recent news on Sean Hampton's shelter? I've not seen him since he came back to the docks. Rumour has it he's converted his flock to some sort of cult. That's unbelievable. Are you concerned about the sanitary situation? It may surprise you, but I'm not. I've heard about the men-at-arms and the fights between gangs at night, but that's nothing new. I wish I shared your optimism. It's not optimism. Gangs have been fighting in this part of town since before I was born. This war will stop when enough blood has been spilled. Okay, sind keine Neuigkeiten. Okay, Erkältung. Erkältung hat er. Den kann er noch heilen. Business to see the bartender cough in your beer.
Ja, okay, das bringt. Indeed. Und jetzt seht ihr rechts oben, wo sonst meine Facecam gleich ist, wie viele Punkte das bringt. Das ist nämlich der Wichtige. Da muss ich nämlich jetzt noch kurz gucken. Ich glaube nicht, dass es sau wenig ist. Wenn ich jetzt hier raus hier. 25, krieg 25. Das ist nicht ernst. Evening, miss. Okay, wir waren. That's a first. Customers who make that much mess rarely come back. Ja, leck mich, Mann. Los, sag mal, ob ich dir helfen kann oder nicht. By the way, I'm Jonathan, Dr. Jonathan Reed. Welcome back to the Turquoise Turtle then, Doctor. Hä, Sie kennen mich doch. I'm Sabrina Cavendish. How can I help you? Hä, Sie kennen mich doch. Goodbye, Miss Cavendish. Erkältung, okay, habe ich nicht mehr. Muss mal Erkältung herstellen jetzt. Ist ja irgendwo der Unterschlupf. 30 Meter. Da oben müsste er sein. Da oben müsste er sein. Ja, okay, jetzt ist auch egal. Geh hoch. Jetzt ist auch egal. Ich sehe ja, dass ich jetzt so 6000 Punkte habe. Ich kann die Facecam wieder anschmeißen. Wir füllen jetzt auf jeden Fall unser Gegenstandslager mal auf. Und versuchen. Oh. Ist dein Ernst, Alter. Kriegen wir das jetzt irgendwo noch ran? Kalium. Ne, war kein Kalium dabei gewesen. Dies ist nicht so gut. Kann ich dir jetzt ja nicht helfen? Da muss man gucken, ob in den Docks hier noch irgendwer anders. Erschöpfung. Erkältung habe ich ja nicht mehr. Erschöpfung halt, glaube ich, noch zweimal. Erschöpfung bräuchte ich aber dreimal. Die erholen sich. Ich glaube, die 3 schon erheilt. Okay. Erschöpfung. Die, mit der muss ich überhaupt mal reden, was die überhaupt hat. Wie ist kein Mensch. Erschöpfung, die hat auf jeden Fall krasse. 3-mal Erschöpfung brauche ich, ja. Und einmal Kälte. Gucken wir, ob wir 3-mal Erschöpfung überhaupt haben. Was wir machen können. No, haben wir 3-mal. Stellen wir 4-mal her, dann haben wir noch immer Plus. Falls die Oma doch in der Schöpfung leidet und die jetzt erst später aufgefallen ist. Erkältung, hier, Erschöpfung. Erstmal zu der Oma. Ah, guck mal, er ist gesund. Mhm. Das Horizont. Ja, ich spreche mal mit der Oma. Vielleicht können wir die Oma heilen. Good evening, Mrs. Fishburne. May I come in, please? Of course. Dr. Reed. I'm not sure the epidemic is what worries people most these days. What can I do for you, Dr. Reed? Do you have any news about Sean Hampton's shelter? I heard you can't go there anymore unless you share his faith. A bit queer, don't you think? Mrs. Fishburne, are you in need of any medical assistance? I am afraid I am, Doctor. I don't feel well at all. Das ist richtig krass, Mann. Then let me give you a Ich helfe den ganzen Leuten. Warte mal, mach mal kurz. Wir gucken gleich mal, wie viele Punkte wir wieder kriegen, Alter. It's something this part of town truly needs. Ruhig mal, Mann. Und der Facecam, ich muss sie einfach nach rechts machen. Goodbye, Mrs. Ja, nach links machen. Nach links Take oben. care of yourself. Und nach links oben fängt mal ein bisschen Kacke an.
Könnt ihr mal in den Chat schreiben, was ihr am besten findet. Das war fast schon 6000. Bams, Bums. So. Könnt ihr ja zur Familie töten. Die stehen ja alle rum, die kann ich alle töten. Ja, natürlich eine Möglichkeit. Natürlich eine coole Möglichkeit, um sehr viele Punkte zu machen. In kürzester Zeit fertig, vielleicht auch tun, die Docs. Sind nicht so mein Ding. Aber, mal da unten. Sitten. Oh ne, guck mal. Nice. Den kann ich auch noch rein. Good evening, sir. I'm amazed you made it back to the docks alone. Good for you. Well, I could say the same about you, young man. More to the point, who the hell are you? I'm Dr. Jonathan Reed. And I am Archer Woodbead. Please excuse my assertiveness. I often forget I'm just an old prune. Okay. Do you have any recent news on Sean Hampton's shelter? I read that given enough time, any intention, no matter how good, can rot and sour. If half the things I've heard about this place are true, that theory is soundly proven. Are you worried about the sanitary situation in London? I never thought I'd live to see the last days of London. Just another thing I was wrong about, I suppose. What can you tell me about this part of town? People used to feel safe. Könnt ihr noch töten? They had the gangs protecting them. Now all they do is bicker and plot against one another. Missing the good old Wir fragen ihn erstmal aus und gucken mal, wie viele Erfahrungspunkte er bringen würde. Ansonsten würde ich mal an ihn knappern. Ich habe erst ihn getötet, aber ich brauche unendlich viele Punkte jetzt. Ich brauche der stärkste Vampir werden. We looked out for the docks and its families. Nowadays, they're just a bunch of greedy fuckers. You were a gang member? I was their leader for a time, believe it or not. Now these bastards act like I'm nothing. Not one of them. They owe me some damn respect. If you were such a respected figure, surely you have... Okay, fehlt bloß noch ein Hinweis. Erschöpfung, er ist halt mega erschöpft. You bet I do, but make no mistake. I'm no rat, sir. Some secrets are best left buried. Who would you trust around here? The owner of the Turquoise Turtle's a decent fella. Tom's his name. Sean Hampton's all right too. Don't particularly share his religious views. He's quite devout, if you catch my meaning. Who would you trust? The owner of... Do you still know anyone? From the old days, I mean. Most of them are dead. I still give Miss Gillingham salutations. She doesn't remember me. She did once like me. Boy, she was a beauty back then. Any remarkable new faces around here? Nobody. Well, there's that boy Rufus the Curse. I like Aber ich werde die erstmal alle heilen lassen. Ich muss nämlich eh mal hinlegen, bevor die alle heilt sind. So. Ja, sie kann ihn nicht gleich töten. Ich muss erstmal eine Nacht schlafen. Gucken, wie sich dann die Situation hier entwickelt. Kann auch sein, dass er dann wieder eine Krankheit hat. Aber wenn ich will halt keine Leute, die krank sind, aussaugen. Das bringt mir nicht so viel. Dann heile ich sie lieber vorher. Auch wenn ich nicht ganz viele EP bringe. Viel Geld dafür. She has an elegance, though, despite her ugliness. I saw her once. Scared the life out of me. Außerdem bin ich jetzt im Ascalon Club. So, persönliche Fragen hier. Tell me everything you know about the Guard of Priwen. Andrew never told me what they do. I do know they're vigilantes with military training. Und so kann man ihn halt richtig krass beeinflussen. Da nutze ich meine Vampirkräfte, um ihn auszuquetschen oder zu This Guard of Priwen is just another gang preying on the young and naive. Preying on people like my boy. I know how it works. I invented it. Tell me about the Wet Boot Boys, Archer. I want to know more. We were there for the families and each other. It was us against the world. We were vicious, tough, even cruel. But we were united. You sound like you were some kind of radical union member. Yes, nowadays the communists and gangs squabble over pointless territory. Sounds stupid when you say it out loud. Why did your son really join the Guard of Priwen? If I believed in a higher power,
I'd see this as punishment for my own sins. Krass, dass er mal der Leader war, I Alter. deserve it for all the young men I Ja, enlisted krass. back in the day. So your son has left you nothing to explain his actions? No letter or message? Not even Ich habe alles über ihn jetzt herausgefunden. I'm a proud man, Jetzt Dr. heilen wir ihn noch. But I would Wir need kriegen ja auch dafür and Punkte, pray if I thought wenn wir it would give me Informationen my sammeln über Menschen. Wir müssen auch den Hintergrund ihres Blutes und. So why did he join? Now I think about it, Andrew joined the guard, not to defy me, but to follow in my footsteps, to make me proud. Have you always been so bitter? It's not bitterness, it's poorly masked disgust. When everything turns to shit, we all have to eat a spoon or two. As a practitioner, I believe science will provide a new standard of welfare. It's just a matter of time. I'd like to believe you, Doctor. But recently all science has been good for is But what about social progress? What about women getting the right to vote? Things can change for the better. I've never voted, not once. And my wife, God rest her soul, she was too busy taking care of the kids to vote. Do you need my medical Ich teile ihn attention? jetzt mal kurz. Unfortunately, yes. The spirit is willing, but the flesh, well, you know. Nobody is immune to disease. There's no need to be ashamed of that. Well, thank you, Doctor. Now maybe Müssen wir ordentlich Punkte jetzt eingefahren haben. Goodbye, sir. Alles über ihn herausfinden. Hier müssen wir noch finden. Achso, wir haben noch 2 Unbekannte. Aber die heilen sich alle, die brauchen jetzt alle. Erkältung, die kann ich nicht heilen. Ich gerade noch irgendwer anders, den ich irgendwie retten konnte. Die waren noch immer mehr Leute. Was ist denn hier? Wenn den Scheiß gibt. Was? Das kann doch nicht sein, dass sie so stark ist, Mann. Das kann doch nicht sein. Ich muss mich sofort heilen. Ja, ich scheiß drauf auf die. Ich heile mich jetzt bei den Dirks und saug den Typ aus, der da rumläuft. Vielleicht nochmal 5000 EP oder so. Ich müsste gleich mehrere Leute töten. Das ist richtig, richtig ärgerlich. Ah, geht so langsam manchmal. Ah, los. Wo sind wir denn jetzt? Sind wir jetzt bei den Dogs noch? Ja, Digga, dann...
Wo ist denn hier mein Unterschlupf? Und wer bist du? Okay. Ja, nach dem Livestream. Das gehen wir jetzt auf. So, der Sprung ist taktisch, ist nicht so geil. Defensiv ist, müssen wir noch ausprobieren, das haben wir jetzt nicht reingesetzt. Was aber geil ist, ist der Blutspeer und die Klauen. Wir haben jetzt ein bisschen geskillt, so auf 3, über 6. Ich würde hier auf jeden Fall auch noch skillen. So, Blut. Oh, kostet. Da müssen wir machen. Genauso wie Leben, Alter. Jetzt können wir noch 2 600er nehmen. Klauen vielleicht. Ach, krass, 3000? Oh, die kostet 2000. Total nicht vergangen. Jetzt gucken wir mal, was die ganze Heine gebracht hat. Das ist kritisch. Die muss ich noch heilen, die 2. Sie hat, glaube ich, da vielleicht 3 Krankheiten. Erschöpfung, also Erschöpfung habe ich auf jeden Fall noch. Erkältung fehlt mir nur noch immer. Kann ich die auch bedenklich wiederholen. Hier hat sich nichts geändert. Kopfschmerzen, Migräne. Aber kann ich alle noch nicht heilen. Whitechapel, okay, Whitechapel hätte ich auch was machen sollen. In Whitechapel muss ich mich. Hier ist so auf gesund gestiegen. Die Stütze kenne ich noch nicht. Migräne kann ich halt noch nicht heilen. Ja, aber ich gleich was ihr heilt habt, ziemlich stark. So, wir müssen auf jeden Fall bei den Dogs noch mehr machen. Aber die Frage ist jetzt, welches Level sind wir? 21 sind wir jetzt. Erzählt mich ja noch die ganzen Ereignisse, die wir hier machen können. Im Krankenhaus sollten wir auf jeden Fall noch mit Dr. Swansea reden. Und hier müssen wir nochmal hin. In Whitechapel können wir Mensch den Boss noch töten. Ja, vielleicht mal ins Krankenhaus. Aber wir gucken erstmal, wie weit wir schon gestreamt haben. Ist ja schon gleich 17 Uhr, Leute. Da wir schon fast 2 Stunden dabei war. 2 Stunden genau. Ja, dann wartet erstmal an dieser Stelle. Dann mache ich hier erstmal ein kleines Päuschen. Und vielleicht sehen wir uns gleich wieder auf YouTube, vielleicht mit Rainbow, vielleicht mit Vampyr. Oder auch auf Twitch. Checkt auf jeden Fall meinen Twitch-Kanal aus. Kann ich ja nochmal kurz hier rum posten.
Da streamen wir nachher noch Vampyr oder Diablo. Müsste, glaube ich, noch eine Wiederholung laufen von gestern. Könnt ihr mir auch checken, wenn ihr Bock habt. Das war das von den Cooler Games. Werd hier jetzt erstmal raus. Sonst schmeiße ich aus dem Game. Und dann wartet von meiner Seite aus. Peace out.